sucht Lehrkräfte, aber nicht überall gleich viel. Heute zeige ich dir die Top 5 Provinzen mit den besten Chancen und warum Platz eins mit einem kleinen Reality-Check versehen ist. Wenn du als Lehrkraft nach Kanada möchtest, fragst du dich wahrscheinlich, wo habe ich eigentlich die besten Chancen? Denn ja, Kanada sucht Lehrkräfte, aber nicht jede Provinz sucht gleich stark und nicht jede Region passt zu deinem Lebensstil. Ich zeige dir heute in diesem Video meine Top 5 Provinzen, wo deine Chancen als internationale Lehrkraft gerade wirklich gut stehen in Kanada und auch warum das so ist. Ich bekomme jede Woche Nachrichten wie, wo soll ich denn hingehen? Wo werde ich als Lehrkraft in Kanada wirklich gebraucht? Ehrlich gesagt hängt das von zwei Faktoren ab. Lehrermangel in den Provinzen und natürlich auch die Lebenshaltungskosten, damit wir mit dem Gehalt auch klarkommen. Und genau das schauen wir uns heute an. Ohne viel Schönreden, aber auch mit einer Portion Mut machen. Das sind sie also. Ja, unser Countdown für unsere Top 5 Provinzen hier in Kanada für internationale Lehrkräfte. Kommen wir zu Platz Nummer 5. Wir gehen in die Prärien, Manitoba und Saskatchewan. Auf Platz 5 starten wir mit Manitoba und Saskatchewan. Ich packe die beiden hier zusammen, weil sie tatsächlich sehr ähnliche Chancen bieten. Außerdem liegen sie relativ dicht beieinander und ja, zeichnen sich beide aus durch relativ niedrige Lebenshaltungskosten, was natürlich ganz schön ist, wenn man als Lehrer in Kanada lebt. Solide Gehälter und natürlich auch kürzere Wege zu festen Stellen als Lehrer, so dass man wirklich eine Festanstellung hat und nicht nur für ein Jahr beschäftigt ist. Die stärkste Nachfrage gibt es in ländlichen Regionen, in indigenen Communities sowie in Bereichen Early Childhood, Special Education und Französisch. Wenn du dir also vorstellen kannst, in die Prairies zu gehen und nicht gerade im Großstadtzentrum zu leben, dann bist du hier richtig. Es ist eine sehr naturverbundene Stelle. Es ist eine Gegend mit sehr freundlichen Menschen. Manitoba und Saskatchewan sind eine richtig gute Möglichkeit für Lehrkräfte. Kommen wir zu Platz 4. Quebec. Ah, Quebec. Und das ist für viele ein echter Geheimtipp. Warum? Es gibt eine wachsende Nachfrage nach englischsprachigen Lehrkräften, besonders natürlich in den französischsprachigen Schulen, versteht sich. Und das sollte man natürlich für sich zu nutzen wissen. Die Gehälter in Quebec sind recht solide und die Benefits sind häufig richtig stark. Also Pensionen, Krankheitstage und so weiter. Viele Regionen in Quebec haben niedrigere Lebenshaltungskosten als andere Provinzen. Allerdings ist das Benzin ein wenig teurer. Die einzig klare Hürde für Quebec ist, du brauchst richtig gute Französischkenntnisse. Für bilinguale Lehrkräfte oder alle, die bereit dafür sind, nochmal Französisch richtig gut zu lernen, ist Quebec eine hervorragende Option. Tu parles français? Platz Nummer 3. Ontario. Ontario ist auf Platz 3 aufgrund der schieren Größe dieser Wahnsinnsprovinz und der Vielzahl an Schulbezirken. Was bekommst du in Ontario? Zunächst einmal einen riesigen Jobmarket, ne? Riesengroße Provinz, hohe Bevölkerungsdichte, gute Gehälter. Es gibt starke Gewerkschaften in Ontario, das ist wichtig für Lehrkräfte in Kanada und auch sehr transparente Anerkennungsprozesse über das Ontario College of Teachers. Die Nachfrage ist besonders groß in French Immersion, Special Education und den STEM-Fächern, also den naturwissenschaftlichen Fächern. French Immersion, nur mal kurz zur Erklärung, das sind die Schülerinnen, die ab Klasse 1 quasi alle Schulfächer auf Französisch haben, also auch Mathematik, Sachkunde und so weiter. Alle diese Fächer sind auf Französisch in der French Immersion Schule oder in dem Zweig von French Immersion.
Ganz spannende Sache. Wichtig ist, Toronto ist natürlich sehr beliebt und kompetitiv, heißt, da gibt es eine ganz große Konkurrenz. Also die nördlicheren und ländlicher Regionen haben deutlich mehr offene Stellen und das ist bestimmt auch ein sehr großes Abenteuer. Wenn du flexibel bist, ist Ontario eine der stabilsten Regionen für internationale Lehrkräfte in Kanada. Kommen wir auf Platz 2, British Columbia. Platz 2 geht an BC, eine der schönsten Provinzen Kanadas. Ja, das liegt nicht nur an der spektakulären Natur, dass BC auf Platz 2 ist, sondern auch, weil BC bekannt dafür ist, eine sehr gute Work-Life-Balance zu bieten. BC hat wettbewerbsfähige Gehälter. Man verdient wirklich nicht schlecht als Lehrkraft in BC. Und es hat einen klaren Bedarf an Lehrkräften, besonders im Norden von BC und natürlich auch wieder in den ländlichen Bezirken. Vorsicht, BC ist teuer. Bring cash, BC. Vancouver und Victoria sind traumhaft schön, aber leider auch teuer und sehr begehrt. Die besten Chancen hast du deshalb wieder mal außerhalb dieser Hotspots. Ja, aber wenn du das Outdoor-Lifestyle mit guten Jobperspektiven kombinieren möchtest, dann ist BC natürlich trotzdem immer noch eine super Wahl. Kommen wir auf Platz 1. Trommelwirbel. Ja, Alberta ist auf Platz 1. Warum ist das so? Warum ist Alberta die beste Provinz für internationale Lehrkräfte? Alberta zahlt mit die höchsten Lehrergehälter in ganz Kanada bei relativ niedrigen Lebenshaltungskosten. Viele Bezirke bieten starke Benefits und gute Weiterbildungsprogramme. Die Schülerzahlen wachsen, sind also nicht nur stabil, sondern gerade in Calgary und rund um Calgary und Edmonton steigen die Schülerzahlen und die Nachfrage nach Lehrkräften ist in mehreren Regionen wirklich hoch. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich möchte hier ganz bewusst nochmal einen kritischen Punkt ergänzen zur Region Alberta. In Alberta gab es in den letzten Jahren Proteste und Streiks von Lehrkräften und das natürlich nicht ohne Grund. Politische Entscheidungen, Budgetkürzungen im Bildungssektor haben dazu geführt, dass viele Lehrkräfte sich mit dem Rücken an die Wand gefühlt haben. Und natürlich ist das nicht in jedem Bezirk, aber genug, dass man sich vorher mit der Situation vertraut machen sollte und auch besonders vor der Bewerbung einmal genau schauen sollte, passt das für mich? Was ist da los? Was sind die Herausforderungen? Das heißt also, Alberta bleibt eine chancenreiche Provinz, aber du solltest Augen und Ohren offen halten und dir den Schulbezirk wirklich ganz genau anschauen, bevor du dich auf den Weg machst. Trotzdem, wenn du ein gutes Gehalt möchtest, berufliche Perspektiven und viele offene Stellen verbinden möchtest, dann steht Alberta auch in diesem Jahr ganz weit vorne. Ja, das waren sie also, die Top 5 Provinzen in Kanada für internationale Lehrkräfte. Und wir sind von den Prairies in Manitoba, Saskatchewan in den Westen gegangen, nach BC und Alberta. Ontario spielt eine große Rolle. Und ich bin jetzt ganz neugierig. Welche Provinz oder welche Region spricht dich persönlich am meisten an und warum ist das so? Schreib mir das gerne in die Kommentare und auch wenn du noch andere Fragen hast zum Thema Lehrer in Kanada. Ich bin froh, wenn wir voneinander hören. Herzliche Grüße aus Kanada.